Nachtrag. Ich mache dieses, weil es mir gerade so in den Sinn kommt und weil es schön ist, wenn man sich geistig erhebt. Wir sind so sehr verfangen und befangen und gefangen in all den Sorgen, die wir zurzeit erleben, die jeden Tag neu auf uns zukommen und so sehr gefangen in Millionen von Dingen, die uns immer wieder neu überhäufen. Und da ist es schön zu erleben, dass man auch Geist hat. Das ist einem bewusst. Ich habe ja auch Geist, ich kann denken. Ich kann einem Geist, einem Gedanken folgen und mich überraschen lassen, auf welche Wege er mich führt. Ich muss gar nicht unbedingt konsumieren und konsumieren und konsumieren, sondern ich kann mich ganz einfach mal hinsetzen, irgendwo, wo es mir gefällt, und dann denke ich ein paar Gedanken und folge ihren Weg und lasse mich überraschen. Und dieses sind ein paar Gedanken aus der Bibel, auch ein Gleichnis. Das heißt, das alles kann man deuten in unser tägliches Leben. Ja, und sich berühren lassen. Und dann lass dich mal berühren und versuche, ein guter Boden zu sein. Ein Stück gutes Erde, auf das Gedanken fallen, die Frucht tragen. Aus der Bibel. Das Evangelium nach Markus, das Gleichnis vom Sämann. Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig, und wenn sie dann des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum
und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es, und es bringt keine Frucht. Auf gutem Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen, und 30-fach, ja 60-fach und 100-fach.